einem Grüezi, Servus und Hallo begrüßen wir euch zum dritten Teil unserer Reise durch Irland. Heute, am 10. Reisetag, verlassen wir Killarney und setzen unsere Fahrt Richtung Norden entlang des West Atlantic Way fort. Von Killarney geht es zuerst nach Tarbert, wo wir mit der Fähre den größten Fluss Irlands, den Shannon, überqueren werden. Danach geht es entlang der Küste bis zur kleinen Stadt Kilkee. Wie auf den Bildern zu erkennen ist, wechselt das Wetter in kurzen Intervallen von sonnig zu neblig und wieder zurück. Dies wird uns den ganzen Tag so begleiten. Am Bana Beach können wir live miterleben, wie der Nebel langsam den Strand entlang zieht und die Spaziergänger in sein Grau einhüllt. So richtig unheimlich. Bevor es auf die Fähre über den Shannon geht, machen wir noch einen Abstecher zum Carrigafoyle Castle. Dieses liegt am Rand der Shannon-Mündung in einem Kanal zwischen dem Festland und der Insel Carrick. Dies war eine strategisch günstige Lage, um an Bord von Schiffen zu gelangen, die den Shannon hinauf nach Limerick fuhren, um so einen Teil ihrer Ladung einzufordern und damit eine sichere Überfahrt zu garantieren. Die Burg wurde in den 1490er Jahren vom O'Connor-Clan erbaut und hat 5 Stockwerke, die bis zu einer Höhe von fast 27 Meter reichen. Im Jahr 1580 wurde die Burg von englischen Truppen belagert. Diese Belagerung fand am Palmsonntag statt und war Teil des als Desmond-Kriege bekannten Feldzugs der englischen Krone gegen die Truppen von Gerald Fitzgerald, dem 15. Earl of Desmond. Die Strecke von Talbot nach Killymere über den Landweg beträgt ungefähr 140 Kilometer, was eine 2-stündige Fahrt bedeutet. Bequemer geht es da mit der Fähre, die die Strecke in 20 Minuten absolviert. Diese fährt ganzjährig und eine einzelne Überfahrt mit dem Motorrad kostet 12 Euro.
Wir sind wohlbehalten im Killymeer angekommen und setzen unsere Fahrt Richtung Kilkee fort. Schon den ganzen Tag lang wechseln sich Sonnenschein und Nebel regelmäßig ab. Doch auf dem Weg zu unserem nächsten Ziel wird es doch etwas grau in grau. An der Spitze der Halbinsel steht der Loophead Lighthouse, der 90 Meter über das tosende Meer steht. Schon seit mehr als 300 Jahren gibt es an dieser Stelle Leuchttürme. Unweit davon liegt ein Eirezeichen. Da die Iren während des Zweiten Weltkriegs formal neutral waren, wurden diese sichtbaren Zeichen aus Stein entlang der Küste erstellt. Davon soll es 83 Stück geben. Die Inschriften sollten, zumindest in der Theorie, anfliegende deutsche Bomber signalisieren, dass sie sich der irischen und nicht der englischen Küsten näherten. Doch sie diente auch der US Air Force beim Überflug von der USA nach Europa als Wegweiser. Doch zurück zum Loophead Lighthouse. Der heutige Turm wurde 1854 erbaut und ist 23 Meter hoch. Der Leuchtturm kann man besichtigen, jedoch müssen die Tickets vorab online bestellt werden. Wer es ganz besonders haben möchte, kann im Cottage am Fuße des Turmes übernachten. Nach der kleinen Kuhblockade steuern wir unser nächstes Ziel, die Bridges of Ross an, die nur wenige Kilometer vom Leuchtturm entfernt liegen. Die Bridges of Ross waren ursprünglich 3 Felsbögen, die wie Brücken tiefe Ufereinschnitte überspannten. Heute gibt es nur noch eine dieser Brücken, die anderen beiden sind eingestürzt. Wir fahren weiter entlang der Küste und nähern uns langsam unserem Tagesziel Kilkee. Kurz vorher liegen noch die Kilkee Cliffs, die wir jedoch im teils dichten Nebel nicht so wirklich erkennen können. Kilkee ist vor allem während der Urlaubszeit ein lebendiger Küstenort mit einem schönen Strand in Form eines Hufeisens, welches ihm den Namen Horseshoe Bay einbrachte. Nach einem kleinen Spaziergang entlang des Strandes lassen wir den Tag bei Speis und Trank ausklingen. Im Gegensatz zum gestrigen Tag scheint heute früh die Sonne über Kilkee und wir entscheiden uns spontan, bevor es weiter Richtung Norden geht, nochmals zu den Cliffs of Kilkee zu fahren. Die Kilkee Cliffs sind zwar nicht so bekannt wie die knapp 40 Kilometer nördlich liegenden Cliffs of Moher, sind aber um einiges ursprünglicher.
So, noch ein letzter Blick auf die wunderschönen Klippen, bevor es zurück nach Kilki geht. Von dort aus nehmen wir unsere ursprüngliche Route wieder auf. Unweit von Kilki liegen die berühmten Cliffs of Moher, die wir heute besuchen möchten. Danach war geplant, bis nach Galway zu fahren und dort einen Ruhetag einzulegen. Worum es anders kommt, erzählen wir euch gleich. Kaum haben wir Kilki hinter uns gelassen, ändert sich das Wetter schlagartig. Was zuerst als leichter Nebel beginnt, nimmt jeden Kilometer, den wir uns den Cliffs of Moher nähern, zu und wird begleitet von leichtem Nieselregen. Die Cliffs of Moher ragen beinahe senkrecht aus dem Atlantik bis auf eine Höhe von 214 Metern. Sie bieten einen atemberaubenden Ausblick auf die Küste und den Aran-Inseln. Kein Wunder, dass sie zu den Top-Sehenswürdigkeiten Irlands gehören und jährlich von über 700.000 Touristen besucht werden. Uns bleibt diese Erfahrung jedoch verwehrt. Beim Besucherzentrum ist der Nebel so dicht, dass wir keine 100 Meter weit sehen können. Am Eingang zum Parkplatz meint ein Angestellter, dass es sich nicht lohnt, zu den Cliffs zu laufen, dass sich der Nebel heute nicht verziehen wird. Also fahren wir weiter Richtung Doolin, wo wir am Pier eine kurze Pause einlegen und uns überlegen, wie es weitergehen soll. Vom Doolin Pier aus kann man per Boot zu den Cliffs of Moher fahren oder auch auf die Aran-Inseln übersetzen. In der Ferne erkennen wir die im Nebel liegenden Cliffs of Moher. Da es erst kurz vor Mittag ist, Galway nur noch 80 Kilometer entfernt liegt und das Wetter in den kommenden Tagen hier nicht besser wird, entscheiden wir uns für eine Weiterfahrt. Den Ruhetag werden wir dann bei Gelegenheit nachholen. Einige Kilometer nach Doolin liegt der Buren-Nationalpark, eine Karstlandschaft, die sich über 250 Quadratmeter erstreckt. Das zerklüftete Terrain mit den rissigen grauen Gestein reicht bis an den Atlantik hinab. Wir haben Galway bereits hinter uns gelassen. In Galway selber hat es so sinnflutartig geregnet, dass unsere Kameras im Trockenen bleiben mussten. Nun wird das Wetter doch etwas besser, als wir uns langsam unserem Tagesziel Carrarow nähern. Doch bevor es zur Unterkunft geht, machen wir noch einen Abstecher zur Coral Beach, ein Strand mit außergewöhnlicher Beschaffenheit. Sein grober Sand entpuppt sich bei genauer Betrachtung als fein gemahlene Muscheln. Nach dem Einchecken in einem Guesthouse resümieren wir bei einem guten Bier den Tag und beenden diesen dann mit einer Partie Trio Minos. Nach einem guten irischen Frühstück verlassen wir Carrarow in Richtung Norden. Das Wetter ist um einiges besser als gestern
und wir hoffen, dass dies auch so bleibt. Unser heutiges Ziel ist die Kleinstadt Clifton, wo wir einen Ruhetag einlegen wollen. Auf dem Weg dorthin werden wir auch die wunderschöne Sky Road befahren. Bevor es aber nach Norden geht, machen wir einen Abstecher zum Aussichtspunkt Tramore, welches auf der Insel Ledermullen liegt. Diese ist die westlichste der drei Inseln Ledermullen, Gorumna und Ledermore, die über Brücken und Dämme mit dem Festland verbunden sind. Der Dorfabbau in Irland, insbesondere in der Region Connemara, hat eine lange Tradition und diente als wichtige Energiequelle für Heizen und Kochen. Noch heute wird in 14% der irischen Haushalte Torf verwendet. So wie meine alte Maschine ist auch die neue eine kleine Diva. Es geht einfach nicht ohne Drama. Seit einigen Tagen taucht auf dem Display immer wieder eine Fehlermeldung auf. Diese verschwindet nach einem Neustart, kommt dann aber nach einer Weile wieder. Eine Suche in diversen Internetforen lässt vermuten, dass es sich um ein Softwareproblem handeln könnte. Ganz verschwunden ist die Fehlermeldung erst, als ich die Federvorspannung von automatisch auf maximal umstelle. Ob dies die richtige Lösung war?
Ich weiß es nicht, werde es aber bei Gelegenheit mit meinem Mechaniker des Vertrauens besprechen. Wir sind zwischenzeitlich am Bunowen Pier angelangt. In der Ferne erkennt man eine größere Ruine, die sich als Bunowen Castle herausstellt. Leider ist die Anlage für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Wir sind bereits in Clifton angekommen. Bevor wir jedoch unsere Unterkunft beziehen, biegen wir auf die 10 Kilometer lange Sky Road ab. Die Panoramastraße führt mitten durch die raue Natur Connemara's und offenbart einmalige Aussichten auf den Atlantik und das umliegende Land. Die Aussicht vom Discovery Point Sky Road ist spektakulär. Diese Route darf man einfach nicht verpassen. Wieder an der Küste landen wir am Omey Beach. Von hier ist die Gezeiteninsel Omey Island bei Ebbe über den breiten Sandstrand zu erreichen, sowohl zu Fuß oder auch motorisiert. Auf der Insel, die einst dicht bevölkert war und einige Altertümer beherbergt, sind heutzutage hauptsächlich in den Sommermonaten einige Häuser bewohnt. You come across as a cool guy, someone is the opposite. And all my friends are leaving, but I wanna stay here. Can we just stay here? Yeah, I can be your best, but you somehow like me for me. And all your friends are wasted, you wanna stay here. Oh, we should just stay here. Nach vielen Fotos und einigen Blödeleien geht es zurück nach Clifton, wo wir morgen unseren ersten Ruhetag einlegen werden. All my life, lonely nights, you were always there at the same damn bar. I just never looked your way. And I've seen every ocean, but I've never seen a color. Clifton ist eine Kleinstadt mit ungefähr 1300 Einwohnern und gilt als die inoffizielle Hauptstadt von Connemara. Die Stadt selbst bietet nicht viele Sehenswürdigkeiten. Sie lebt aber von der Schönheit der Region und vom Connemara National Park. Jedoch hat sie einige schöne Restaurants, wo wir die berühmten irischen Mistmuscheln probieren. Auch ein Irish Stew darf nicht fehlen. Für Unterhaltung sorgen die zahlreichen Pubs,
wo auch gerne mal aufgespielt wird. Bei einem Glas irischen Whiskys beenden wir dieses Kapitel. Wie es nach dem Ruhetag weitergeht, seht ihr im nächsten Teil. Abonniert also unseren Kanal und hinterlasst einen Daumen hoch. Bis bald oder wie die Iren sagen, Slán go Fóill.